was mir beim Älterwerden so auffällt, ist, dass ich immer mehr davon überzeugt bin, dass das, was wir hier zelebrieren oder was man uns zelebriert, nicht alles ist und es ist auch nicht das Wesentliche. Und das ist das Wesentliche, die Erkenntnis zu wissen, dass das nicht das Wesentliche ist. Ich habe ja über Erlebnisse berichtet, die ich gehabt habe und die mich dazu geführt haben, meinen Geist zu öffnen, nicht mehr in einem Klischee zu denken, nicht mehr festhalten an dem Hier und Jetzt und zu meinen, das ist alles, sondern den Geist zu öffnen und den Raum zu öffnen, das andere für möglich erachten. Ja, es ist möglich, da ist noch etwas anderes. Ja, es ist möglich, es gibt noch andere Bewusstseinsebenen. Ja, es gibt noch andere Gesichtspunkte und es gibt noch andere Gefühlsmöglichkeiten. Und natürlich die geistige Vielfalt, die geistige Erkenntnis, die geistige Mobilität. Das ist etwas sehr Schönes und das finde ich sehr schön, was man im Alter genießen kann, weil man nicht mehr funktionieren muss, sozusagen wie im beruflichen Alltag, dass man permanent etwas erbringen muss und funktionieren muss, sondern im Alter, man bezieht seine Rente, man ist nicht mehr abhängig davon, dass man zur Arbeit geht und man ist frei in dem, was man denkt und was man tut, eigentlich. So ähnlich wie ein kleines Kind auch frei ist, sein sollte, sagen wir mal, dass nicht zu viel von ihm verlangt wird, sondern ein kleines Kind sollte auch frei sein in den Möglichkeiten, die Welt zu erleben. Weitestgehend frei, so gut es geht. So, und auch das Recht haben, Fehler zu machen. Das gehört dazu, zu unserem Leben. Das machen wir auch im Alter noch. Und heute möchte ich einfach dieses ganz klipp und klar sagen. Dieses ist nicht alles. Ja, geistige Mobilität, das bedeutet auch, dass wir lernen, abzulassen von der Materie. Die Materie nicht mehr den Gegenstand, das Gegenständliche, nicht mehr so hoch als quasi ein Überselbst sozusagen, über uns, das wir versuchen zu erlangen oder zu erhalten, sondern das runterzuholen und zu sagen, ja, okay, du physische Welt, du physisches, es gibt dich, aber du bist nicht alles. Und sozusagen unseren Geist anzuheben über so eine Art toten Punkt, wo wir das Gefühl dann haben, ja, wir sind erleichtert, es erleichtert unser Seinsgefühl, wenn wir geistig mobil sind und wir haben tendenziell das Gefühl, als würden wir fliegen. Der Raum ist offen, wir bewegen uns frei in einem offenen Raum und wir lassen nicht zu, dass man den Raum verriegelt und uns sozusagen annagelt an eine bestimmte Daseinsform und uns eintrichtert, das wäre alles oder das wäre das einzig Erstrebenswerte.
Und ich hatte ja dieses wunderschöne Erlebnis, dass ich auf einem anderen Level, auf einer anderen Bewusstseinsebene, aber in dieser Jetzt-Welt etwas wahrnehmen kann und auch gemeinsam mit anderen, die aber nicht die Möglichkeit haben, das in der unseren Welt mit ihren Möglichkeiten und ihren Funktionsmöglichkeiten auch einzubringen oder darzustellen, weil wenn man darüber spricht, über solche Erlebnisse, wird man halt sehr schnell als Idiot abgestempelt oder als Kranker quasi. Und das macht eigentlich diese schöne Erlebnisebene zunichte oder möchte es zunichte machen, aber sie lässt sich nicht zunichte machen. Und darum, ich mache allen Menschen Mut, steht zu euren Erlebnissen, steht zu euren Wahrnehmungen, steht zu euch selber, wenn euch plötzlich etwas ganz Neues auffällt oder ihr plötzlich etwas anders wahrnehmt, als ihr es noch gestern wahrgenommen habt. Steht dazu. Steht dazu, wenn euch Neues widerfährt, etwas, was ihr noch nicht erlebt habt. Was auch nirgendwo aufgeschrieben steht, wo ihr nicht nachschlagen könnt, in keinem Buch nachschlagen könnt, ah ja, da und da und da und da hat derjenige berichtet, sondern seid offen für das Neue und löst euch mehr von der Materie. Vergöttert nicht die Materie. So, es ist schön in der materiellen Welt zu leben, aber die Materie ist nicht Gott. Gott ist Geist. Eine geistige Dimension, eine geistige Kraft. Und es ist wunderschön, sich in diesem Geist zu bewegen und offen zu sein für das, was er einem bescheren möchte. Ja. Also, das wollte ich heute sagen und das gehört für mich zu dem Älterwerden. Das ist etwas, was ich genießen kann an dem Älterwerden und was ich von Tag zu Tag eigentlich mehr genieße. Und jetzt öffne ich mich wieder für völlig Neues, für etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und bin mal gespannt, was da in mein Leben kommen möchte. Du Neues, du bist willkommen in meinem Leben. Ja, Shalom.